Willkommen zurück. Wir stehen hier vor dem Turm voller Ratten. Aber zuvor warten da noch Ertrunkene und wieder so ein komischer schwarzer Schwarm. Bleib weg. Der Schwarm. Von XYZ, Schätzing. Wie ist der Typ? Was haben wir da? Geißblatt. Also gehe ich nicht in diese Richtung. Was gibt's denn da? Ich hoffe nichts Interessantes. Machen wir erstmal ein... Ach nein, das ist keine Trunkene, das ist ein Wasserweib. Schande. Die fängt natürlich jetzt wieder an zu werfen. Ihrem Schlamm. Oh, ich vergesse, was gegen die gut ist. Draufhauen ist bestimmt gut. Ah. Nein. Okay. Ging doch ganz gut. Hat sich der Schwarm weiter bewegt? Was liegt denn da? Das sieht irgendwie komisch aus. Kann ich nicht erkennen. Da hoch? Manuskriptseite und Schweinehaut. Da haben wir ein neues Öl. Ich sehe da hinten schon wieder einen Ghoul rumschleichen. Ja, ich wieder mit Treppen runtergehen. Kommt der hier rein, ist die Frage. Ich glaube nicht. Ja, mein Schwert ist natürlich wieder ein bisschen abgenutzt jetzt. Wir brauchen unbedingt mal jemanden, der das richtig repariert. Weil ich kann das mit den Kits ja nur so zu ein paar Prozent. Und das war irgendwie eine ganz komische Sache. Das hatte ich nicht mit aufgenommen. Und ich kann das jetzt auch erst erzählen. Weil es mir jetzt wieder eingefallen ist, ich habe da ja, bevor ich hierher bin, nochmal Sachen reparieren lassen. Allerdings konnte der Rüstungsschmied mir nicht mein Silberschwert reparieren, was irgendwie seltsam war, weil angeblich sollen die das ja machen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder was. Deswegen ist das schon wieder kaputt. So, was haben wir hier in der Leiche? Hunger or greed. Noch einmal ein bisschen drum rumlaufen. In die Hütte gehen wir gleich mal rein. Und dann geht's da hoch. Ach ja, da kommt er jetzt wieder nicht drum rum. Natürlich. Draht. Draht haben wir irgendwie, glaube ich, im zweiten Teil oder so immer voll oft gefunden. Ich meine, mich zu erinnern, ich hätte das mal öfter gefunden als hier in dem Spiel jetzt. Das ist etwas, was ich gebrauchen kann. Davon habe ich noch nicht so viel. Und dieses hier, weiß nicht. Ja, trotzdem mal mit. Hier ist der Wall eingebrochen. Ah, und wir haben eine neue Stelle, wo wir die Geisterlampe ausprobieren können. Geisterlampe? Magische Lampe. Aber sie zeigt Geister, deswegen ist Geisterlampe vielleicht auch nicht so verkehrt. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie! Millie, what's with you? I don't know. So, burning. Ah! What? No. No, stay back.
Don't leave me! Krähenauge. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Jetzt noch kann ich mir noch nicht so wirklich einen Reim draus machen aus diesen Erscheinungen, Geister-Dingens. Außer, dass die zwei halt fliehen wollten. Das hat aber irgendwie nicht so geklappt. Einer wollte auch mal über den See oder so. Aber wurden wir da jetzt irgendwie schlauer draus? Ich weiß noch nicht. So, eine Runde und dann können wir da hoch. Geht's da rein? Oh ja, grünes Feuer und Ratten, natürlich. So heißt es ja auch, ein Turm voller Ratten. Was habe ich anderes erwartet? Mist. Lassen die mich in Ruhe? Die sind schon recht groß. Jetzt weiß ich, warum Karametz nicht mitgehen wollte. Von wegen Magie und so. Die wollte wegen den Ratten nicht mit. Moment, da ist irgendwas zum Untersuchen. Zeigst du mir das nochmal an? Peasants didn't come here to ask nicely. Irgendwie sehe ich nicht, was da liegt. Naja. Place is full of rats, as many dead as alive. I think they're feeding on... Okay, an dieser Stelle sollte man wohl Kyra hören. Komischerweise habe ich die Vertonung nicht mitbekommen. Nein. Ich habe nichts gehört. Aber im Untertitel hat man es gesehen, sie hat sich beschwert, dass er über die Ratten sich so detailliert dingst. Was? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Dann ist er auch noch hinter den Kindern her. Was haben wir denn noch? Eine Igli-Klüschel. Ich frage mich, was es mit diesem grünen Feuer auf sich hat. Blood. Many must have died here. Draht. Und ich sagte noch, wir finden hier nicht viel davon, dass da klopft jemand. Wer klopft denn da? Ich hole mal die Lampe raus. Da wackelt ein Kronleuchter. Kerzenleuchter, wie auch immer. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Okay, also der hatte hier Ratten im Käfig gehalten. Das ist natürlich eine dumme Idee.
so viele Ratten zu haben. Und sie können übrigens schwimmen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie lange sie schwimmen können, aber für den See würden sie es vielleicht schaffen. Smaragd. Mehr Fliegen. Irgendwas Rotes, das wir untersuchen können? Ich glaube nicht. Ich lasse wie immer alles mitgehen. Und wenn es nur eine leere Flasche ist. Okay. Ja, sieht nicht so aus, als hätte ich jetzt irgendwas übersehen. Dann gehen wir mal nach oben. Und da war nämlich zum einen noch eine Treppe, zum anderen eine andere Tür. Die Tür führt aber, glaube ich, nach draußen. Ist auch abgeschlossen. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Annabelle. War das seine Tochter? Die sich da irgendwie vielleicht für einen Bauern interessiert hat? Ich glaube, die Lampe kann ich jetzt wieder runternehmen. So. Da liegt sein Skelett. Und da hinten habe ich auch noch eins gesehen. Mehr gibt's hier nicht, dann wollen wir noch ein Stück nach oben. Noch haben wir die Spitze des Turmes nicht erreicht. Moment. Zeig. Mehr Zeug und Schnaps, das ist sehr gut. Jetzt kriege ich einen Absud für Mittagserscheinungen. Brauche ich den noch? Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Okay, der wollte das... Who are you? Ja, das ist er. Er wollte das Gold mitgehen lassen, weil der Adlige ja schon tot ist, aber da hat ihn irgendwer unterbrochen bei... Ich dachte, die Notiz da könnte man lesen. Das klappert und macht da wieder so Krach hier. Kann ich da noch hoch? Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich als erstes hin will. Gehen wir mal kurz raus. Ja, gut, dass wir raus sind. Da gibt es nämlich noch was. Kann ich da eventuell hochklettern? Naja, mal gucken, ob es auch mit der Treppe geht. So, irgendwas fliegt hier doch durch die Gegend. Schmeißen die Geister so mit Sachen um sich. Ganz viele Betten. Kann ich dich anmachen? Danke. So. Sehen wir ein bisschen mehr. Die geht von selbst an.
Und noch ein Stückchen weiter nach oben. Ja, während das Bild sich bewegt. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Mhm. Gefunden. Ich will trotzdem gerade noch mal um die Ecke gehen. Das heißt... Ah ja, da ist ein Hebel. Das sieht so nach dem Bett aus von den Eltern. Dann hatten die 3 Kinder. Was ist die Betten da unten eigentlich? So, wir haben 2 Hebel. Muss ich beide benutzen? Ich weiß nicht. Nein, einer hat gereicht. Ein Labor. Wo finden wir dich denn? Laborkittel schon mal gefunden. Und da ist auch das Labor. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. So, dann lassen wir uns erstmal wieder die Geister anzeigen. Oh oh. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Mage's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Den Magier, wer war er? Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Was ist hier im Turm passiert? Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What happened then? Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Okay. Your beloved failed to save you. Why? There were too many.
Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Ja, ich dachte, ich frage trotzdem, wo ich mir nicht gedacht habe, dass einfach allzu viele waren. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Das ist sehr unschön. Das wird mich eher interessieren. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him, recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Ich frag doch nur. Wie kann ich dir helfen? How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Wollen wir was über den Typ wissen? Ja, mal gucken. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. Ah ja, das hatten wir gehört. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Also es gibt schon Grund, ihr nicht zu trauen, weil sie gelogen hat. Andererseits, ich meine, ihre Gebeine zu vergraben kann ja keine schlechte Idee sein. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me.
Go to him. Make haste, please. Ja, wenn er sich nicht erinnert, werde ich ihm schon auf die Sprünge helfen. Das ist nicht das Problem. Okay, ihre Gebeine haben wir eingesteckt. Da gibt's noch einen Zettel. Jetzt höre ich schon wieder Türen. Und da ist noch so eine Leiche im Glas. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Ja, dieser Magier, der da so mit denen gelebt hat. Der war wohl auch nicht so ganz klar im Kopf. Ich frage mich, welche Rolle er eigentlich gespielt hat, außer irgendwie diese Versuche mit den Ratten und Menschen zu machen. Okay, hier können wir irgendwie einfach nur noch mal hoch. Ich werde mich auf jeden Fall hier gleich mal noch ein bisschen umsehen, aber das dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.